Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um die Top 5 Wasserfälle auf Madeira. Auch für Madeira findet ihr hier auf meinem Profil wieder eine Karte mit den interessantesten Punkten. Kostenlos, ihr könnt einfach darauf zugreifen oder eben auch Reiselinks, weil ihr direkt eine Reise nach Madeira buchen möchtet. Schauen wir uns die Karte mal an. Sehr viele Spots auf der Karte. Ich zeige euch heute die Top 5 Wasserfälle. Top 5 ist für mich der Wasserfall von Anjos. Der befindet sich hier im Süden der Insel. Ein relativ kleiner Wasserfall, der allerdings auf eine der alten Straßen runterfließt und man kann normalerweise dorthin laufen und wenn etwas Glück ist, sind teilweise auch die Straßen in eine Richtung geöffnet. Das heißt, man kann mit dem Auto sozusagen unter dem Wasserfall über diese Straße entlangfahren, was schon ein besonderes Highlight ist und man sonst nicht so hat. Wasserfall Nummer 4 ist für mich der Wasserfall, der sich am Ende der Wanderung von dem Levada do Caldeiro Verde befindet. Der Weg an sich ist schon wunderschön durch verschiedene Höhlen entlang von den Levadas und am Ende befindet man sich wie in so einer in einem grünen Topf aus Gebirgsformation, in der dann der Wasserfall nach unten plätschert. Also für mich definitiv Top 4. Top 3 ist für mich ein Miradoro, also im Prinzip ein Ausblick. Entlang der Steilküste am Norden befindet sich hier nordwestlich im Prinzip der Insel und man hat im Prinzip dort einen wunderschönen Ausblick auf den Wasserfall, der in der Ferne dann ins Meer plätschert. Top 2 ist für mich der 25 Fontes Wasserfall. Das ist im Prinzip eine Wanderung, die über den Risco-Wasserfall dann zum 25 Fontes Wasserfall führt, hier auch in der Mitte der Insel in etwa ist. Und das Schöne daran ist dann im Prinzip, dass, wie man hier auf dem Bild auch sehen kann, diese Wasserfälle im Prinzip wie 25 kleine Brunnen ringsrum von diesem Wasserfall nach unten tropfen und es einfach aussieht, als wäre es ein angelegter Brunnen. Das heißt keine großen Wassermassen, aber die Atmosphäre ist sehr schön. Meine Top 1 ist der Risco-Wasserfall, der im Prinzip auf dem Weg auch liegt wie der Top 2 Wasserfall. Zum einen schöner Weg dorthin, aber ich finde einfach, das ist ein riesengroßer, langer Wasserfall über 2 verschiedene Stufen und das aus der Ferne zu sehen über diesen Viewpoint und dann einfach zu sehen, okay, wie magisch es ist, einfach diesen riesen Wasserfall oder diese Höhe des Gebirges und des Wassers zu sehen und was da an Wasser dann eben nach unten plätschert. Das war's von meiner Seite für die Top 5 Wasserfälle auf Madeira. Habt ihr Fragen, wollt ihr mehr wissen oder habt ihr noch andere Favoriten-Wasserfälle? Lasst gerne einen Kommentar unter dem Video. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal.